Einen wunderschönen guten Tag und recht herzlich willkommen zum heutigen Infobreak Kapitalmarkt Update von Raiffeisen Capital Management. Japan hat gewählt. Der US-Kongress gibt grünes Licht für die Stablecoin-Regulierung. Der Fed-Chairman Powell unter Druck. Und die Zoll-Deadline für Europa und Japan am 1. August rückt immer näher. Doch davor, da gibt es morgen am 24. Juli noch ein EZB-Meeting. Wie die Kapitalmärkte auf all diese Ereignisse reagieren, das möchte ich Ihnen gerne in den nächsten Minuten erzählen. Bei den am 20. Juli stattgefundenen Wahlen für das japanische Oberhaus erlitt die Regierung von Premierminister Ishiba eine weitere politische Schlappe, verbunden mit dem Verlust der Sitzmehrheit im Oberhaus. Die von der LPD geführte Regierungskoalition hat damit zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg die Kontrolle über beide Kammern des Parlaments verloren. Das Wahlergebnis ist wohl auf die anhaltenden Inflations- und Einwanderungssorgen innerhalb der japanischen Bevölkerung zurückzuführen, die sich seit der Erholung nach der Covid-Krise schrittweise aufgebaut hat. Ein schwacher Yen und steigende Lebenshaltungskosten, insbesondere die steigenden Preise für Reis, haben den Aufstieg rechter und linker Parteien zusätzlich befeuert. So hat sich seit dem Jahr 2021 der Preis für Reis mehr als verdoppelt. Ein 5-Kilo-Sack kostete an den Ladenkassen im Durchschnitt 4.300 Yen, also mehr als 5 Euro pro Kilo. Zum Vergleich habe ich mal gestern im Regal einer großen Supermarktkette hier in Wien einen Kilopreis von in etwa 2,50 Euro bis 4,30 Euro je nach Qualität ausmachen können. Die Wurzeln der Reiskrise gehen bis in die 70er Jahre zurück. Damals setzte der japanische Staat Anreize für die Reduktion der Anbauflächen und den Reispreis und damit die Einkommen der politisch einflussreichen Reisbauern zu stabilisieren. Die Bauern erhielten Subventionen für den Umstieg auf Futterreis oder andere Feldfrüchte, sodass die Reisproduktion seither stark gesunken ist. Die erste Kapitalmarktreaktion fiel ziemlich ausgewogen aus. Die Rendite 30-jähriger japanischer Staatstitel, welche im Frühjahr bereits steil emporgeschnellt war, übersprang erneut die Marke von 3% und liegt damit in Schlagweite zum vergleichbaren 30-jährigen deutschen Pendant. Auch der japanische Yen konnte nur leicht aufwerten und zeigte damit zumindest eine gewisse Erleichterung, dass mit diesem politischen Ausgang es wohl als unwahrscheinlich gilt, dass die Bank of Japan kurzfristig ihre Geldpolitik massiv ändern wird können. Ja, und zu guter Letzt noch ein kurzer Blick auf den japanischen Aktienmarkt. Auch hier fiel die Reaktion kaum spürbar aus. So oszilliert der Index der 225 Top-Unternehmen Japans im äußerst engen Handelsspanne zwischen 39.500 und 40.000 Indexpunkten. Ob es bei dieser niedrigen Volatilität bleibt, das ist wohl eine spannende Frage. Denn 10 Tage hat die japanische Regierung noch Zeit, einen Handelsdeal mit den USA zu vereinbaren, um einen niedrigeren Zollsatz zu erwirken. Insbesondere eine Ausnahme bei den sektoralen Autozöllen steht für Japan im Fokus, da Autos und Autoteile noch immer eine der Hauptexporte Japans in Richtung der USA darstellen. Wäre Premierminister Ishiba zurückgetreten oder hätte er das Unterhaus für Neuwahlen aufgelöst, wäre ein Deal in Sachen Handelszölle zwischen den USA und Japan sehr unwahrscheinlich geworden. Nun gibt es zumindest noch etwas Hoffnung. Wie viel Hoffnung wir auf eine politisch weitgehend unabhängige amerikanische Notenbank haben dürfen, nun, das liegt wohl ganz in der Hand des POTUS.
Eine mögliche vorzeitige Entlassung von Fed-Chef Jerome Powell versetzte die Kapitalmärkte zumindest bis zum mittlerweile schon gewohnten Dementi Trumps in kurzfristige Alarmbereitschaft. Trump kritisierte Powell zwar erneut massiv für den geldpolitischen Kurs der Notenbank, bezeichnet aber eine Entlassung nur wenige Stunden später als hochgradig unwahrscheinlich. Angebliche Geldverschwendung bei der Renovierung der Fed-Zentrale diente dem Trump-Umfeld jüngst als zusätzlicher Aufhänger für Unmut gegenüber Powell, dessen reguläre Amtszeit ohnedies nächstes Jahr im Monat Mai zu Ende geht. Diesseits des Atlantiks befindet sich die Europäische Zentralbank derweilen in den letzten Zügen ihrer seit Juni 2024 laufenden Zinssenkungskampagne. Im Rahmen der anstehenden Ratssitzung morgen Donnerstag, den 24. Juli, dürfen die Euro-Währungshüter ihren Leitzins erstmals seit Juli 2024 unverändert lassen. Unter den Marktakteuren herrscht weitgehend Konsens über eine Zinspause. Insofern könnte die finale Sitzung vor der Sommerpause zu einem Non-Event werden. Zu guter Letzt noch für den Kapitalmarkt bemerkenswerte Entscheidung aus den USA. So hat der US-Kongress in der Vorwoche den Weg für eine umfassende Regulierung von Stablecoins freigemacht. Das Repräsentantenhaus verabschiedete nämlich mit parteiübergreifender Mehrheit den Genius Act, der einen gesetzlichen Rahmen für an den Dollar gekoppelten Kryptowährungen schafft. Die Verabschiedung des Gesetzes gilt als Meilenstein für die digitale Währungsbranche, die ja seit Jahren auf eine landesweite Regulierung gedrängt hat. Ja, das war es auch schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt zuversichtlich, einen schönen Sommer noch und bis zum nächsten Mal. Euer Christian Leinweber aus Wien.